Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an, was bringt uns der Herbst für Themen mit. Das Ende einer Ära, das ist schon mal sehr aussagekräftig. Hier geht etwas zu Ende, was unwillkürlich den ganzen Zeitabschnitt beendet, den man mal verbracht hat. Die Karte kommt tatsächlich dann, wenn wir einen Kreislauf beenden und auch etwas Neues für uns beginnt. Es ist wichtig, dass wir in Zeiten der Veränderung auch ganz liebevoll mit uns sind. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn der Schmetterling im Kokon sitzt und sich auf seine Wiedergeburt vorbereitet, wo er dann Flügel hat. So ähnlich sollte sich das anfühlen. Hier darf man auch die Zeit nehmen tatsächlich, dass man sich vorbereitet, dass man Pläne schmiedet, was man als nächstes tut, dass man sich Hilfe sucht, wenn man mit irgendeinem Wandel auch nicht richtig klarkommt. Das kann ja immer vieles bedeuten. Unterm Deck haben wir noch die Karte Erkenntnisse und Erscheinungen. Wahrscheinlich ist es so, dass es sich ankündigt und wir über den Herbst sehr gut beobachten können oder dürfen, wo wir kleinere Zeichen kriegen. Okay, gucken wir weiter. Veränderungen, das Ende einer Ära, was bringt uns der Herbst? Ja, hier nagen schon die Mäuschen. Etwas geht weg, eine Bewegung geht raus, ein Konflikt wird beendet. Schon wieder das Kreuz, ne? Du kannst das, was hier ist, nicht verändern. Das gehört zum Leben, zu der Lebensreise. Es kann sein, dass es noch unklar anfühlt oder weder Fleisch noch Fisch ist. Dass man Zweifel hat oder sich auch fragt, ne, was soll das alles? Wie gehe ich jetzt mit meiner Zeit um? Nichtsdestotrotz sehe ich damit verbunden auch einen Konflikt mit dem Thema Geld. Hier eröffnet sich tatsächlich ein neues Kapitel, das ist das Haus des Sarges. Ne? Hier können finanzielle Verstrickungen gelöst werden, hier sind vielleicht auch Verluste auf der menschlichen Ebene. Ne? Verlust heißt für mich auch, ich lasse jemand weiterziehen, ich konzentriere mich auf meine Dinge, ich schaue nicht in den Mangel, sondern in die Fülle. Hier kann aber trotzdem sein, dass wir so an der weiblichen Reihe gepackt werden, an den Themen Empfangen, empfangender Teil, alles, was mit diesem Thema Verstrickungen mitbringt oder mit der Mutterrolle. Es kann sein, dass sich etwas wandelt im kleineren Bereich. Ich sehe trotz allem auch ein bisschen schicksalshaftes Glück dabei. Möglicherweise reduziert sich ein Umstand oder eine Sache, wo man schwer dran getan hat oder sehr viel tun musste. Ich sehe Umbruch im Thema Freundschaften, neue Weggefährten. Das heißt hier vielleicht auch tatsächlich, wie ich es da schon gedacht habe, jemand geht jetzt einen anderen Weg, es passt irgendwie nicht mehr zusammen. Das könnte sehr gut sein. Es kann aber auch sein, das denke ich jetzt, weil ich ja der Kartenleger bin und mich reflektiere, hier ist der Verlust eines Freundes aus der Vergangenheit. Es kann tatsächlich sein, dass man da auch nochmal eine Phase abschließt, ne? So, dann haben wir hier Wege, Chancen, Möglichkeiten, Optionen, die alle ein bisschen Unruhe mitbringen oder die uns stressen.
Vielleicht auch nur, wie gehe ich mit einem neuen Weg um. Allerdings ist hier im Haus des Kindes, also wenn etwas geht, fängt etwas ja neu an, der Schlüssel drin. Ne? Wir werden das hier schon hinkriegen, uns neue Türen zu öffnen, richtige Wege zu finden. Hier kann es sein, dass man einen Herzschmerz überwindet, dass man aus einer Phase rausgeht, wo man sagt, ich bin sehr verletzt oder ich hatte schwer zu knabbern, sowas alles kann das sein. Man sieht einfach, dass man für die Veränderungen, die es dann gibt, wenn etwas zu Ende geht und gleichzeitig neu beginnt, da hat man ein paar Hindernisse. Da ist es so, dass man sich selber sehr krass treu bleiben muss. Also, dass man sagt, das sind meine Prinzipien, so will ich das haben, so setze ich das durch. Und dass man sich auch klärt dazu. Also, wenn man sich klärt und im Haus des Berges oder der Hindernisse an sich liegen die Sterne drin. Das heißt, hier ist etwas noch undurchsichtig, was auch klar ist, wenn sich plötzlich Dinge verändern oder wenn eine ganz neue Zeit beginnt, dann dauert es ein Weilchen, bis sich der Weg klar zeigt, bis man sich strukturiert. Hier können auch krassere Dinge an Wandel sein. Sowas wie jemand zieht in ein anderes Land, jemand zieht Kilometer weit weg, jemand begibt sich auf Reise oder jemand macht irgendwie eine Auszeit. Man ist jedenfalls unterwegs, viel unterwegs, um Entscheidungen zu treffen. Es kann sein, dass da die Ämter und Behörden mit dabei sind, für einige. Die Familienthemen sind auch dabei, ich kann sie leider nicht wegschneiden. Hier sind sehr viele Nachrichten über Veränderungen, auch im kleineren Bereich. In der Spiegelung ist es jetzt so, dass sich Hindernisse im verbindlichen Beziehungsbereich oder ich nehme den Ring auch gerne für Freunde, fürs Umfeld, für alles, zu was man eine Verbindung hat. Und hier sehe ich tatsächlich in der Spiegelung, es geht darum, Hindernisse, die man in diesem Bereich hat oder gehabt hat, weil irgendetwas blockiert hat oder man nicht klar gesehen hat, beenden. Hier ist Umbruch auch im Bereich von Partnerschaften, Beziehungen, allem Vertraglichen. So, weiter geht's. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, ich sage es aber trotzdem. Hier kann es auch sein, dass, ja, ich würde mal sagen, so trennende Gedanken sind, dass man jetzt tatsächlich da, wo man immer dachte, ich führe eine Beziehung mit irgendjemandem und ich mache es einfach so weiter, weil es bequem ist. Aber hier liegt deutlich, dass man auch versucht, Trennungen durchzusetzen, wenn man es schon vorhat. Ne? Es geht an die Menschen. In unserem eigenen Haus liegt tatsächlich auch der Neubeginn drin. Es sind unsere Kindertage zu sehen, vielleicht auch Themen unserer Kinder. Wir können etwas Neues entstehen lassen. Wenn ihr euch die Reihe hier anguckt, hier ist das neue Kapitel, das sich eröffnet. Das ist das Haus der Wege. Man nimmt so etwas Fahrt auf. Man kann hier einen sehr großen Konflikt auch lösen. Den haben wir dieses Mal eher auf der männlichen Seite liegen. Das sind so Schattenthemen, die man in der DNA männlich hat. Es können Vaterthemen sein, Figuren aus der Vergangenheit. Wir selber legen uns ins Haus der Family rein, schauen hier direkt auf den Neubeginn.
Die Sonne liegt im Haus der Sonne, wie schön. Die Abendstunden werden angezeigt. Ich habe so dieses Ding, man fühlt sich eigentlich relativ stabil. Dennoch hat man die Abendstunden, wo man dann so ein bisschen kippt, wo es fällt, wo man grübelt, wo man nachdenkt, wo die Zweifel wieder größer werden, wo man sich vielleicht auch mal die Nächte um die Ohren schlägt. Hier unten sind sehr viele Stabilitätskarten, ne? Ich habe den Neubeginn im Beruf für einige. Ich habe an sich das Thema Arbeit, Richtungswechsel, schicksalshafte Veränderungen auch am Arbeitshaus dran. Aber dennoch Expansion weiterbringen. Ich habe eine Cheffigur oder einen Auftraggeber hier, der vielleicht die Mittel hat, etwas zu harmonisieren oder etwas anzubieten, womit man ja sich vergrößert, erweitert. Ich habe hier im Geldhaus das Wachstum drin, die Stabilität. Und wenn ich das Geld hier runterspiegle, ja, dann liegt es auf der Sonne. Das kann jetzt für viele aus dem selbstständigen Bereich kommen. Ein guter Auftrag, gute Aufträge. Hier liegt viel Arbeit für die, die arbeiten. Für alle anderen sind es die Themen, an denen wir arbeiten. Und hier auch durchaus gute Nachrichten im finanziellen Bereich. Man kann einen finanziellen Bereich gut abdecken, einen Konflikt lösen, eine Verstrickung beenden. Man kann ja vielleicht auch mit irgendeinem überraschenden Wachstum rechnen, finanziell. Könnte auch von einem Amt, von einer Behörde irgendwie was sein. Dann habe ich das Haus hier unten im Hause des Schlüssels drin. Jedoch sehe ich auch hier Veränderungen im häuslichen Bereich. Vielleicht ziehen Leute ein oder aus oder die Bewohner der Wohnung, des Hauses verändern sich. Was hier gut liegt, es bringt irgendwie gute Qualitäten mit. Das Schicksal nimmt Fahrt auf. Hier ist im Hause des Schicksals der Reiter drin und hier oben korrespondiert es noch mit dem Schicksal. Also es können schon eher einschneidende Veränderungen anstehen, die irgendwie ein bisschen alle Bereiche betreffen. Aber wie gesagt, etwas beendet sich und hier ist der Neuanfang in unserem Haus. Wir werden auch ganz gut wahrgenommen, ne? Ich habe trotzdem das Gefühl, dass wenn es auch herausfordernd wird oder so, dass man mit guter Energie im Rücken nach vorne geht. Es kann ja auch das Beziehungsleben betreffen zu einem Gegenüber, wo man sagt, okay, hier ist vielleicht Distanz, hier dürfen sich Schwierigkeiten und Hindernisse mal lösen. Hier denkt man auch über Veränderungen nach, die die Kinder machen oder die Wege, die Kinder einschlagen. Ja, und ich habe eigentlich sehr schnell überraschend Nachrichten, die irgendwie unerwartet kommen und Glück mitbringen. Glück kann vieles bedeuten, ne? Kürzere Wege, Kleinigkeiten, die sich erledigt haben, die nervend sind. Und für einige sehe ich auch eine neue Liebe oder das Öffnen wieder für die Liebe. Die Sehnsüchte sprechen hier mit einem. Man hat hier so das Thema Liebe, Freundschaft, Loyalität und man bilanziert. Ne? Hier sind Umbrüche im Beziehungsleben auf jeden Fall drin und das kann immer auch die Partnerschaften betreffen. Was kriegen wir noch für den Herbst mit? Wir sollen es leicht nehmen. Hier haben wir die Elfen mit dem Thema Verspieltheit.
Es ist auch wieder so faszinierend, denn hier liegt ja das Kind in unserem Haus drin und das ist so eine kindliche Unschuld, auf die wir gucken. Das, was hier das Ende einer Ära ist, bringt uns am Ende mit, dass wir beschwerliche Verpflichtungen ablegen können, dass wir irgendwo Auszeit nehmen, dass wir mehr Spaß haben, wir nähren die Seele. Und genau dieser Spaß und die Leichtigkeit, die man lebt, trotz diesen ganzen Herausforderungen, ist hier sehr wichtig. Hier ist eine gewisse Lebensenergie, die blockiert war, die hier zurückkommt. Wir haben die Sonne im Haus der Sonne drin. Und es ist so, dass man sich rausnimmt, um dass wieder alles am Fließen ist. Natürlich, die Elfenenergie ist auch im Wald zu finden. Vielleicht mag der ein oder andere da mal einen Herbstspaziergang machen. Und es geht einfach darum, die Dinge nicht so ernst zu nehmen, etwas lockerer zu sehen. Und es geht darum, dass wir verpflichtet sind, dass es uns gut geht. Hier kann sein, dass etwas, was ewig schon zu viel ist oder wo man sich immer sehr viel mit abmüht, dass sich das erleichtert für uns. Gucken wir, welche Pflanze noch mitgeht. Die Ewigkeit ist jetzt, das passt ja wunderbar, ne? Wenn sich hier der Kreislauf dreht und man beendet etwas fängt von vorne an oder hat eine neue Qualität. Dann haben wir hier den Holunder mit dem Thema, jetzt ist die Ewigkeit. Es gibt hell und dunkel, alles wirkt zusammen, Ebbe und Flut, Tag und Nacht. Und es geht darum, heute ein Leben zu lieben, das man liebt, ne? Damit man eine schöne Vergangenheit hat. Und es geht vielleicht auch darum, endlich mal damit anzufangen. Das liegt ja immer an uns selbst auch mit. So, dann nehmen wir noch eine Seelenbotschaft und dann würde ich sagen, dürft ihr euch am Ende noch ein Krafttier raussuchen für den Monat. Die Kursänderung, auch das passt, ne? Es geht darum, den Weg genau anzugucken. Ist es alles so, wie man sich vorgestellt hat, oder muss man etwas komplett mal anders machen, beenden? Es besteht hier sehr viel Möglichkeit, Wege zu ändern, Entscheidungen zu revidieren, neue Möglichkeiten zu nutzen. Achtsam sein, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Herbst. Bleibt noch dran für ein Krafttier. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Wir nehmen ein Krafttier, das uns durch den Herbst geleitet. Hier sind zwei, da nehmen wir die. Und eine kleine Nachricht für uns, für den Herbst. Sucht euch eine Seite aus. Was haben wir unterm Deck? Manchmal ist etwas sehr ungerecht. Habe ich unterm Deck. Wir legen mal was hin. Ich nehme rechts. Und bin gespannt. Wir haben die Antilope oder die Gazelle mit dem Thema Anmut. Wir haben, passend zur Legung, manchmal ist es gut, etwas Neues entstehen zu lassen. Hier ist das Thema der Legung an sich drin. Und wir haben, dass es vielleicht alles ein bisschen zu laut, zu schwierig, zu unübersichtlich sein kann und deshalb das rausziehen. Hier ist die Kaffeepause angezeigt. Natürlich kann man das an sich auch aufs große Ganze beziehen, ne? Das kann hier viel sein, schwierig sein, herausfordernd sein. Am Ende ist es eine Entlastung, ne? Das Ganze ist wirklich verbunden mit einer Erneuerung der Energie, auch der geistigen Energie.
Hier ist Herzöffnung, hier darf man große Sprünge machen, alles gut. Ein Kreis schließt sich, ein neuer Zyklus beginnt und hier sind ganz viele neue Ideen. Die Antilope ist eigentlich tatsächlich sehr passend für das vorherige Reading, denn sie kommt und erinnert an die wiederkehrenden sichtbaren und unsichtbaren Zyklen im Leben und dem Wandel an sich. Und es kann auch sein, dass sich Erfahrungen wiederholen, dass wir sie aus einem anderen Standpunkt angucken können. Jedenfalls ist hier sehr viel Neues, sehr viel Input. Die Intuition ist hoch. Niemand kann uns aufhalten. Wir dürfen ins Glück springen. Und auch hier wie im großen Blatt wieder, neue Dinge können sehr schnell kommen, aber sich leicht entwickeln auch. Ne? Ein guter Augenblick für alles, was neu ins Leben möchte. Dann nehmen wir die andere Seite. Ihr habt die Heuschrecke mit der Entwicklung. Auch ihr könnt jetzt große Sprünge machen. Die hüpfen ja auch sehr große Strecken. Hier öffnen sich neue Räume. Möglicherweise habt ihr hier ein bisschen ein schwarzes Schaf-Status und dürft viel mehr zu euch stehen oder merken, dass ihr eine ganz besondere Rolle habt und ihr dürft hier gemeinsam statt einsam sein, das Herz aufmachen, zusammen was umsetzen, vielleicht auch andere an eurem schwarzen Schaf-Dasein etwas erkennen lassen. Die Heuschrecke, die kommt eigentlich, um das Gefühl zu übermitteln, dass man getragen ist, dass man im Kosmos unbegrenzte Möglichkeiten hat. Und hier eröffnen sich wirklich ungeahnte Räume, neue Wege, viele Möglichkeiten. Und das Beste ist halt, dass das tragende Element hier sehr in den Vordergrund geht. Ne? Man lässt sich praktisch auf dem Rücken der Heuschrecke mitnehmen. Sie erinnert an Fülle, an Kunst, Musik, Gesang, Dichtung, Kreativität. Und hier kann man aus den Vollen schöpfen, neue Kraft tanken. Hier ist auch Grün, eine wichtige Farbe. Und auch da ist das große Sprünge machen wieder. Das hat sich jetzt in beiden Seiten gezeigt. Ich finde das so spannend. Man denkt ja vielleicht, wenn man etwas gehen lässt, dann ist man gehindert oder voller Hindernisse und man hat so viele Möglichkeiten, dass man nicht genau weiß, welche man nehmen soll. Aber hier ist, dass es auch möglich ist, über diese Hindernisse drüber zu hupfen. Hier sehe ich in beiden Seiten keine Schwierigkeiten. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Herbst. Ich drücke euch bis bald.